Billy Pilgrim kann nicht schlafen, weil er weiß, dass ihn in einer Stunde Außerirdische entführen werden. Er weiß, dass sie kommen, weil er nicht mehr in der Zeit feststeckt, sodass er Ereignisse nicht mehr in chronologischer Reihenfolge erlebt. Im Laufe von Kurt Vonnegut's Schlachthof 5 springt er zwischen einem Ausflug in seiner Kindheit zum Grand Canyon, seinem Leben als Optiker im mittleren Alter, seiner Gefangenschaft in einem intergalaktischen Zoo, den Demütigungen, die er als Kriegsgefangener ertragen muss, und mehr hin und her. Der Titel von Schlachthof 5 und ein großer Teil des Quellenmaterials stammen aus Vonnegut's eigenen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Als Kriegsgefangener lebte er in einem ehemaligen Schlachthof in Dresden, wo er im Keller Zuflucht suchte, während die Alliierten die Stadt bombardierten. Als er und die anderen Gefangenen endlich herauskamen, fanden sie Dresden völlig zerstört vor. Nach dem Krieg versuchte Vonnegut, das menschliche Verhalten zu verstehen, indem er einen ungewöhnlichen Aspekt der Anthropologie studierte. Die Formen von Geschichten, die seiner Meinung nach genauso interessant waren wie die Formen von Töpfen und Speerspitzen. Die Form zu finden, fertigte er ein Diagramm des Schicksals der Hauptfigur vom Anfang bis zum Ende einer Geschichte an. Die Kurven, die er erstellte, enthüllten gängige Arten von Märchen und Mythen, die in vielen Kulturen nachhallen. Aber diese Form kann die interessanteste von allen sein. In einer solchen Geschichte ist es unmöglich, das Glück der Figur vom Unglück zu unterscheiden. Vonnegut war der Meinung, dass diese Art von Geschichte dem wahren Leben am nächsten kommt, indem wir alle Opfer einer Reihe von Unfällen sind und nicht vorhersagen können, wie sich die Ereignisse langfristig entwickeln. Er fand, dass die klaren, befriedigenden Handlungsbögen vieler Geschichten im Widerspruch zu dieser Realität standen und machte sich daran, die Zweideutigkeit zwischen gutem und schlechtem Schicksal zu erforschen. Als Vonnegut sich von klaren Schicksalen verabschiedete, gab er auch die geradlinige Chronologie auf. Bei ihm geht es nicht mehr nur von Anfang bis Ende, sondern alle Momente, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben immer existiert und werden immer existieren. Tralfamadorianer, die Außerirdischen, die in vielen seiner Bücher auftauchen, sehen alle Momente auf einmal. Sie können sehen, wo jeder Stern gewesen ist und wohin er geht, wodurch der Himmel von langgezogenen leuchtenden Spaghetti durchzogen ist. Obwohl sie die gesamte Zeit sehen können, versuchen sie nicht, den Lauf der Dinge zu verändern. Während sich die Tralfamadorianer mit ihrer Handlungsunfähigkeit abgefunden haben, müssen sich Vonneguts menschliche Figuren erst noch daran gewöhnen. Als sie in Die Sirenen des Titan in den Weiten des Universums nach dem Sinn des Lebens suchen, finden sie nichts als leere Heldentaten, niedere Komik und sinnlosen Tod. Aus ihrem Blickwinkel in einem chronosynklastischen Infundibulum sehen ein Mann und sein Hund eine verheerende Zukunft für ihre irdischen Mitmenschen, können aber den Lauf der Dinge nicht ändern. Auch wenn es keine einfachen Antworten gibt, kommen sie schließlich zu dem Schluss, dass der Sinn des Lebens darin besteht, den zu lieben, der da ist, um geliebt zu werden. In Katzenwiege wenden sich Vonneguts Figuren einer anderen Quelle der Bedeutung zu, dem Bokonismus, einer Religion, die auf harmlosen Lügen basiert, die von allen Anhängern als solche erkannt werden. Obwohl sie sich der Lügen des Bokonismus bewusst sind, leben sie ihr Leben trotzdem nach diesen Lehren und entwickeln dabei eine echte Hoffnung. Sie schließen sich in Karassen genannten Gruppen zusammen, die aus Menschen bestehen, die wir zufällig finden, aber bei denen wir aus freien Stücken bleiben und die kosmisch mit einem gemeinsamen Ziel verbunden sind. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Granfalloons, Gruppen von Menschen, die eigentlich bedeutungslosen Assoziationen wie dem Ort, an dem man aufwuchs, politischen Parteien und sogar ganzen Nationen eine Bedeutung beimessen. Auch wenn er eine düstere Sicht auf die Menschheit hatte, glaubte Vonnegut fest daran, dass wir alle hier sind, um uns gegenseitig zu helfen, diese Sache durchzustehen, was auch immer sie ist. Wir sind vielleicht am Boden zerstört und demoralisiert, aber Vonnegut hat seine düsteren Einschätzungen mit mehr als nur ein paar Hoffnungsschimmern durchsetzt. Sein fiktives alter Ego, Kilgore Trout, erzählte dieses Gleichnis. 2 Hefen saßen und diskutierten über die möglichen Ziele des Lebens, während sie Zucker aßen und in ihren eigenen Exkrementen erstickten. Aufgrund ihrer begrenzten Intelligenz kamen sie nie auch nur annähernd auf den Gedanken, dass sie Champagner herstellten. Obwohl er darauf beharrt, dass wir alle nur hier sind, um zu furzen, und trotz seiner Besorgnis über den Verlauf der menschlichen Existenz, hat Vonnegut stets die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass wir am Ende etwas Gutes schaffen, auch wenn sie noch so gering ist. Und wenn das nicht schön ist, was ist es dann?
Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.